Hallo zusammen, willkommen bei MJ Update New in My Collection. Ich weiß, es gab lange keine Merch-Folge mehr, aber ich habe natürlich hier und da mir was zugelegt im Laufe der letzten Monate. Und heute besprechen wir das neue Buch von Richard Lecoq, wenn ich das richtig ausspreche, aus dem Französischen übersetzt. Das heißt Michael Jackson, der King of Pop. Ja, das ist MJ Update New in My Collection und dieses Buch habe ich mir auf jeden Fall bestellt, selbst bezahlt. Es erschien im Verlag Delius Classing. Verlag habe ich noch nie was von gehört. Das Buch ist sehr edel und hochwertig aufgemacht. Es ist ein Hardbuch und hier oben der Schriftzug Michael Jackson, der ist drauf geprintet. Wenn man hier mit den Fingern drüber geht, merkt man die Rillen des Namens. Also das fühlt sich sehr gut an. Hardbuch, aber ohne Einschlag. Und ich finde auch ein sehr tolles Cover. Das ist sehr gelungen. Michael in einer Pose der Dangerous Tour. Dieses Buch, auch auf der Rückseite, sehen wir nochmal den Klappentext Michael in einer Aufnahme der Triumph Tour, das auch im Buch nochmal ersichtlich ist. Hier heißt es, der King of Pop, Winter 1969, ein kleiner Junge mit krausen Locken und einer Engelsstimme steht inmitten seiner 4 Brüder. Michael Jackson ist erst 10 Jahre alt, aber bereits Leadsänger der legendären Jackson 5. 3 Jahre später mit seinem ersten Soloalbum gelingt Michael Jackson der Durchbruch. Er stürmt die US-Charts und begeistert ein weltweites Publikum. Es ist der Auftakt einer beispiellosen Karriere, geprägt vom musikalischen Pioniergeist, internationalen Erfolgen, aber auch von Skandalen. Michael Jackson wird zur schillernden Figur der Popkultur, ein musikalisches Genie, dessen Mythos bis heute fasziniert und polarisiert. Das steht auf dem Klappentext. Und der Autor selbst ist auch kein Unbekannter. Ich muss mal gerade schauen, ob er hier auch irgendwo vorgestellt wird. Vorwort gibt zum Beispiel Vincent Paterson, ein Choreograf, der mit Michael Jackson jahrelang zusammengearbeitet hat. Hier ist auch eine Aufnahme von Vincent Paterson. Und wer Michael Jackson Conventions besucht, der wird den da auch sicherlich schon mal irgendwo wahrgenommen haben. Er gibt auch sehr häufig Interviews und Statements über seine Zusammenarbeit mit Michael bekannt. Auch beim Smooth Criminal Video war er dabei. Ich glaube, bei Black or White war er dabei. Also er hat Michael Jackson über weite Teile seiner Karriere, den erwachsenen Michael Jackson, in weiten Teilen seiner Karriere begleitet. Er hat aber nur das Vorwort geschrieben. Den eigentlichen Inhalt hat beigetragen Richard Lecoq, muss beim Namen immer gucken. Ich übernehme auch keine Garantie, ob ich es richtig ausspreche. Ich meine aber Richard Lecoq auch in diversen, ja, hier steht leider nichts weiter über ihn drin. Ich hätte gerne noch was über Richard Lecoq erzählt, aber kann ich gar nicht. Aber ich meine, ich habe ihn auf französischen Convention von MJ Music Day schon wahrgenommen, dass er da zumindest teilgenommen hat oder sich gemeldet hat. Und er ist auch untriebig in der französischen Michael Jackson Fanwelt und dort kein Unbekannter. Ja, das lässt sich zu ihm sagen. Ich habe dieses Buch ungefähr bis zur Hälfte bereits durchgelesen und kann jetzt schon soweit sagen, dass das Buch auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Es ist nach dem Vorwort, geht das Buch chronologisch durch. Das gesamte Leben ist aufgeteilt in die Jahre 58 bis 75 von Steeltown zu Motown. Das hangelt sich jetzt anhand einer jeden Veröffentlichung ab. Hier zum Beispiel, es fängt an mit Diana Ross Presents The Jackson 5, ABC Third Album und danach seht ihr hier am Text, das sind kurze Texte, also es wird jetzt nicht zu detailliert, also es sind kurze Texte, die diese Phase beschreiben, in der sich Michael befand. Hier die Alben Maybe Tomorrow, Going Back to Indiana, Got to Be There. Das heißt, es geht die Alben chronologisch durch, der Jackson 5 und mit Got to Be There den Soloalben von Michael Jackson, Looking Through the Window und Ben. Dann sind immer wieder
Hintergründe, die ersten Tourneen zum Beispiel, die Jackson 5 im Forum, das erschien ja erst deutlich später, aber das Konzert fand natürlich zu dieser Zeit statt. Das Japan-Live-Konzert der Jackson 5, die Jahre 73, 74, welches die Alben Skywriter, Music and Me von Michael, Get It Together und Dancing Machine beinhaltete. Dann wird hier hier sind auch seltene Fotos mit verarbeitet, die ich nicht so präsent habe. Michael und Janet bei den American Music Awards, wo sie den Award für den besten Soul Entertainer mitgeben. Forever Michael, Moving Violation. Und dann geht es über in die Jahre 76 bis 79, der Umbruch der Band von Motown zu den Jacksons. Und die verschiedenen Alben, die dann auch parallel immer noch veröffentlicht wurden. Weil die Jacksons, das Album von 76 und kurz davor erschien noch das Joyful Jukebox Music Album. Going Places und Off the Wall und Triumph. Also, und so geht das Album die ganzen Erfolge durch, die Michael dann auch als Solokünstler. Und danach geht es mit Thriller weiter. Und von Thriller geht es über zu Bad, Dangerous History. Aber bei Bad bin ich noch nicht. Bei Thriller habe ich gerade aufgehört. Und die Inhalte, was das Buch schreibt, sind kurz, knackig, sachlich, sehr gut recherchiert und zusammengefasst. Wer dieses Buch kauft, um irgendwie Falschmeldungen zu finden, ist bis dahin bei allem, was ich bisher gelesen habe, auf der falschen Fährte. Es ist ein absolut sehr gut recherchiertes Buch. Es fasst in kurzen Fragmenten das gesamte Leben von Michael Jackson zusammen. Und wenn das so weitergeht, wie ich das bisher gelesen habe, und davon gehe ich aus, weil das ist wirklich ein gutes Buch und das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Und auch die Fotos, die dort drin abgebildet sind teilweise kennt man schon welche, aber das Buch hat auch viele Fotos, die ich noch nicht kannte. Und auch in dieser Zusammenstellung und Kombination ist das ein sehr schönes Buch, was Michael Jacksons Karriere sehr, sehr gut abrundet. Und man muss auch sagen, man muss das einfach mal loben, dass auch so ein Buch endlich mal wieder rauskommt. Das letzte Buch, das gut war, war Populäre Irrtümer von Alexander Gernand. Das habe ich ja schon in Folge 3, oh Gott, so lange ist das schon her, fast 3 Jahre her. Da habe ich das Buch von Alexander Gernand ja auch genommen und kommentiert. Also das könnt ihr euch in Folge 3 auch nochmal anschauen. Und das ist schon ähnlich, ne? Das ist zwar von der Aufmachung her ein bisschen anders. In den einen Buch geht man so die Irrtümer durch und hangelt sich dann daran ab, wie das wirklich war. Das ist auch sehr gut geschrieben. Und dieses Buch ist ähnlich geschrieben. Also es ist einfach gut zu verstehen. Wenn das jetzt für hartgesottene Fans sind, die alles über Michael Jackson wissen, ihr werdet hier nichts Neues entdecken. Also für den harten Kern an Fans bietet dieses Buch jetzt keine neuen Erkenntnisse. So ging es mir auch beim Lesen. Aber ich fand, das ist schön zusammengetragen und gut geschrieben und spiegelt halt auch das wider, wie es wirklich war und wie die Erscheinungen und was zu den einzelnen Alben halt immer so los war. Ja, meine Kaufempfehlung, das ist das Buch von Richard Lecoq. Michael Jackson, der King of Pop, erschien auch auf Französisch und auch auf Englisch. Und in der englischen Variante heißt das einfach nur Legend. Michael Jackson Legend. Ja, das war New in My Collection. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.